Ich bin Carmen. Meine Tochter ist letztes Jahr gestorben bei einem Unfall. Plötzlich. Dieser Schmerz wird niemals die Größe der Liebe erreichen, die ich von Luna bekommen habe. Niemals. Und es wird nie die Größe der Liebe erreichen, die ich für Luna empfinde. Also der Schmerz darf ruhig weiter wachsen, hat trotzdem keine Chance. Ich möchte damit anfangen, über den Tod zu sprechen. Und das ist mir sehr wichtig, den Tod zu benennen. Es ist ein Geschenk des Lebens, dass ich eine so klare und deutliche und spürbare Verbindung habe zur Lebenskraft, zum Leben. Es fließt Leben durch mich, so dass ich das sehr bewusst erleben kann. Auch wenn Worte nicht alles erfassen können, sie sind sehr hilfreich. Es ist sehr hilfreich, Gefühle in Worte zu fassen. Es ist sehr hilfreich, Gefühle zu entknoten, indem man sie benennen kann. Der Tod wurde in unserer Gesellschaft mit Angst besetzt, indem man den Tod von uns und von unserem Alltag und von unserem Leben entfernt worden ist. Und wenn wir uns mehr mit dem Tod verbinden würden wir viel intensiver leben und viel authentischer leben und viel liebevoller leben wahrscheinlich auch. Ich hatte das immense Glück, Luna bei mir 23 Jahre, 8 Monate und 13 Tage zu haben. Sie hatte vor allem Angst davor, dass mir oder Andreas, ihrem Vater, oder Aniela, ihrer Schwester, was passiert. Das einzig Sichere, was wir wissen, ist, dass wir irgendwann mal sterben werden. Alles andere kann oder kann nicht passieren. Ich dachte, dass ich sie damit auf meinen Tod vorbereite. Ich wollte ja sagen, dass das irgendwann normal sein wird und dass das Natürlichste der Welt sein wird und dass ich immer in Form von Liebe und in Form von Wärme und in Form von Gedanken, die als Frage oder Antwort in ihr auftauchen werden, dass ich immer bei ihr präsent sein werde. Und so wie das Leben ist und das Leben uns Sachen beibringt, da wo wir das nie gedacht hätten, das war anscheinend auch eine Vorbereitung für mich selbst. Ja, also ich war zu Hause. Warte darauf tatsächlich, dass Luna zurück nach Hause kommt, weil sie wollte, es war abends, ich wollte vielleicht was zu essen machen. Und dann bekam ich eine Nachricht von Andreas, dem Vater meiner Kinder, und er meinte, er wäre in Kreuzberg in der Nähe, ob er vorbeikommen kann. Und dann habe ich mich total gefreut, weil normalerweise ist er nie so spontan. Und dann kam noch eine Nachricht. Okay, dann bin ich in 10 Minuten. 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 10
Es war so ein bisschen so ein komisches Gefühl, will ich nicht sagen, aber so ein bisschen überraschend war es schon. Und dann klingelt er und kommt hoch und dann mache ich die Tür auf. Und er kommt sehr langsam hoch. Ich wiederhole. Alles okay? Ist was? Und er macht so mit dem Kopf. Und hat dann direkt gefragt, was ist los? Und dann hat er gesagt, dass Luna einen Unfall hatte, dass die Polizei bei ihm war. Und dann habe ich sofort gefragt, okay, wo ist sie? Lass uns da hinfahren. Wann war das? Wo ist sie? Und er hat so mit dem Kopf gemacht und gesagt, dass sie es nicht überlebt hat. Dann habe ich angefangen rumzulaufen. Und ich habe angefangen zu schreien und ich weiß nicht genau, was ich da gemacht oder gesagt habe, aber ich konnte nicht sitzen oder stehen oder liegen oder ich musste mich bewegen. Es war so wie, wenn ich mich von der Stelle bewege, erreicht mich diese Nachricht nicht. Ich wollte weg von dem Moment, wo ich war, von der Stelle, wo ich war, wollte ich weg. Deswegen habe ich angefangen rumzulaufen und das Einzige, was mich gestoppt hat, war ich habe vom Balkon aus gesehen, dass der Mond da draußen war und dann habe ich mein Handy sofort geholt und habe ein Foto von Luna gemacht. Ich dachte mir, ich muss sie irgendwie haben können. Wenn ein Tod so plötzlich kommt, wie jetzt durch einen Unfall, meine Reaktion in dem Moment war natürlich die pure Verzweiflung, die pure Verneinung und das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Wir mussten 11 Tage warten, bis wir sie wieder sehen konnten. 11 Tage. Es war Ostern. Ich habe tatsächlich diese Antworten am Telefon gehabt. Es ist Ostern. Und dann die Obduktion und die Autopsie und alles, was gemacht werden musste. Und nach 11 Tagen konnten wir sie wieder sehen. Und ich hatte das Privileg, sie nicht nur sehen zu dürfen, sondern auch ich konnte sie duschen, ich konnte ihre Haare waschen, ich konnte sie kämmen, sie anziehen und das war für mich Abschied nehmen. Ich hatte das Glück, einen Engel als Bestatterin gehabt zu haben, die uns unglaublich begleitet hat. Für einige von uns ist bewusster und für andere vielleicht weniger bewusst, aber wir Frauen
erleben in unserem Leben, dadurch, dass wir einen weiblichen Zyklus haben und dadurch, dass wir menstruieren, wir erleben eine Art von Tod jeden Monat. Unser Körper weiß, dass dieser Tod notwendig ist, damit danach weiter Leben entstehen kann, überhaupt. Es gibt kein Leben ohne Tod und es gibt kein Tod ohne neues Leben. Bevor ich Mutter geworden bin, habe ich meinen Zyklus tatsächlich ignoriert, genauso wie ich mein Frausein sehr lange ignoriert habe und wollte, weil ich hatte das Gefühl, dass ich zu dem Verliererteam gehöre, wenn ich mich zu sehr mit dem Frausein identifiziere. Für mich waren die Männer immer, auch in der Familie und auch in Argentinien, wo ich aufgewachsen bin, waren die Männer das Team der Gewinner, weil die Männer waren die, die das Sagen haben, die die Wahrheit hatten, die sich Gehör verschaffen haben, immer, bis ich Mutter wurde. Mutter zweier Töchter. Und da habe ich mir gedacht, nein, ich will nicht, dass meine Töchter sich wünschen, zum anderen Team zu gehören. Dass sie es richtig genießen können, eine Frau zu sein. Und das ist mir gelungen. Als Luna starb, da kommen Gedanken. Was hätte ich anders machen können? Was hätte ich sagen sollen, was ich nicht gesagt habe? Was hätte ich nicht sagen sollen, was ich gesagt habe? Das Schöne war, und dafür sage ich, und darin sage ich auch, wie privilegiert ich bin und was für ein Glück ich habe, dass diese Gedanken von Schuld, ne, was war schlecht und hätte besser sein sollen, die haben vielleicht 2 Sekunden gedauert. Höchstens 3 Sekunden. Weil sofort schoss mir in den Kopf, ist das, was Luna möchte jetzt, dass ich denke? Und dann war es sofort klar, nein, nein. Und das Zweite und noch wichtiger ist, Luna ist da. Jedes Mal, wenn ich einen schönen Gedanke habe, ist sie da. Und jedes Mal, wenn ein unnützlicher Gedanke kommt, sie ist auch da und sie sagt, Mama, das brauchst du nicht. Das brauche ich auch nicht. Luna ist immer da. Und ich weiß, dass sie immer da sein wird. Manchmal bin ich, ich möchte jetzt ein Zeichen und warum taucht jetzt kein Zeichen? Ich möchte dich jetzt spüren und kann ich nicht. Und das ist okay, das ist auch okay. Ich habe meine Momente der Verzweiflung und der, wo bist du? Und vor allem, wenn ich ungeduldig werde, da kommt sie nicht, weil sie ist bockig und das ist auch richtig so. Das zeigt mir nochmal, dass sie das ist. Von dieser ersten Zeit, wo der Schock so groß war und wo ich so wach war, ich hatte eine richtige Eingebung, weil viele Leute haben sofort gefragt, wie kann ich helfen, wie kann ich helfen, wie kann ich helfen. Ich habe den Leuten gesagt, wenn du helfen willst, bitte schreib mir, was Luna dir bedeutet hat, wer sie für dich war oder wer sie für dich ist. Schick mir hier ein Foto oder ein Video von ihr oder ein Gedanke oder
ein Dialog oder irgendwas, was sie dir erzählt hat oder gesagt hat oder irgendeine Situation, die mit Luna zu tun hat. Und es regneten Teilchen von Lunas Leben. Es waren viele Teile von ihrem Leben, die ich nicht kannte. Und es waren tatsächlich Geschenke. Geschenke von Facetten und Teile von Lunas Leben, die dann plötzlich neu für mich waren oder ein bisschen bekannt oder aber aus einer anderen Perspektive. Das war für mich unglaublich hilfreich. Das war sowas wie ein Schatz. Auch wenn diese Erinnerungen oder Einfälle mich zum Weinen bringen, die Traurigkeit darf sein. Und ich bin dankbar dafür, dass ich mit dieser Person jetzt diese Tränen loslassen kann. Dafür bin ich dankbar. Deswegen, wenn Freunde das sehen, erwähne Luna vor mir immer, wenn es dir danach ist. Und denke nicht, oh, vielleicht nicht jetzt, weil vielleicht macht dich das traurig. Es macht mich, auch wenn mich irgendwann mal das traurig machen kann, es macht mich aber im Grunde sehr froh, dass Luna weiterhin erwähnt und in Erinnerung gebracht wird. Das ist, weil sie ist sowieso die ganze Zeit in meinem Kopf, in meinem Gefühl, die ganze Zeit. Wenn ich schlafe, ist sie nicht tot. Jedes Mal freue ich mich, wenn ich schlafen gehe, weil auch wenn ich mich an Träume nicht besonders gut erinnern kann, ich weiß, dass sie da ist. Und da ist nicht, diese physische Trennung ist weg. Wenn ich unter ihrer Decke schlafe. Und ich habe auch immer mit mir ein Fläschchen mit ihrem Parfum. Und wenn ich sie riechen möchte, dann habe ich ihren Duft immer dabei.